Moin moin Leute, ich bin Danny und habe vor 1,5 Jahren eine Entscheidung getroffen, die mein Leben komplett veränderte. Aber wie fing das alles überhaupt an? Moin moin Leute, es ist wieder soweit, ich bin zurück. Ja. Moin moin Leute, es gibt wieder... Moin moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Video meiner nächsten großen Reise. Das war auch zwingend nötig, weil mein Leben in Deutschland war all in all ziemlich scheiße, depressiv und vor allem sau langweilig. Das habe ich vor allem jetzt gemerkt, jeden Tag ein bisschen mehr auf meiner Radreise durch Europa. Ey Leute, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder ein normales Leben führen kann. Also mit Arbeiten und so, Montag bis Freitag, ich weiß nicht. Ich habe jetzt 25.000 Kilometer mit meinem Fahrrad durch Europa zurückgelegt. Und ja, ohne E-Antrieb, aber dafür mit 30 Kilo Gepäck. Durch 24 Länder. Das klingt zwar schon recht ordentlich, ist aber im Endeffekt scheißegal, weil es darauf überhaupt nicht ankommt. Es kommt nämlich vielmehr darauf an, dass ich jetzt das tue, worauf ich Bock habe, was mich glücklich macht und was mir jeden Tag neue Kraft und Motivation gibt, immer weiterzumachen. Aber ja, ist natürlich schon geil, ein bisschen mit den Stats zu flexen, ne? Ich habe auf jeden Fall hart Bock. Geil, ich bin ends am Durchziehen gerade, ich habe übertrieben hart Bock. Darum soll es aber in diesem Video überhaupt gar nicht gehen, sondern darum, wie mich die Reise verändert hat. Erstmal natürlich ganz klar mein Äußeres. Haare sind ein bisschen gewachsen. Jo, guck mal Leute, ich habe mir einen Kamm gekauft. Ich weiß so nicht, was ich davon halten soll. Oh, die Haarpracht. Bart. Ja, so ein bisschen. Ich habe den übrigens wirklich kein einziges Mal rasiert. Und da ich in der Zeit von unterwegs über 50 Videos für YouTube produziert habe, natürlich auch mein Auftreten vor der Kamera. Vor allem das Moin Moin Leute und Let's Go, was sich so ein bisschen als mein Markenzeichen etabliert hat. Moin Leute. Moin moin Leute. Moin moin. Moin moin. Moin moin. Moin moin Leute. Let's go. 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 Auf meiner Reise habe ich sehr viel für eine gesunde Lebenseinstellung lernen können. Ich habe ein offenes und starkes Mindset entwickeln können. Punkt Nummer 1, Minimalismus. Auf meiner Langzeitradreise habe ich natürlich nur begrenzt Platz in meinen Fahrradtaschen und muss mir deshalb ganz genau überlegen, was ich mitnehme und was ich zu Hause lasse. Den Großteil meines materialistischen Besitzes habe ich aufgegeben. Ich habe gelernt, wie wenig ich eigentlich brauche, um glücklich zu sein. Ich brauche kein geiles Haus, kein fettes Auto, keinen Schrank voller teurer Kleidung, keine Dusche, also ab und zu schon. Jo, ich bin schon wieder an dem Punkt, an dem ich mich selber stinken rieche. Kein bequemes Bett, kein 5-Gänge-Menü jeden Tag und vor allem nicht viel Geld. Es sind die kleinen, schönen und vor allem unerwarteten Momente, die mein Leben lebenswert machen. Eine einsame Straße in schöner Natur, eine Begegnung mit einem netten Menschen, ein Sonnenunter- oder Aufgang oder auch einfach nur ein schöner Schlafplatz für die Nacht. Und das alles kostet keinen einzigen Cent, macht mich aber extrem glücklich. Ha! Das ist es! Mehr brauche ich gar nicht, um glücklich zu sein. Weitläufigkeit, leere Straßen, Sonne! Die Sonne scheint! Ist das zu fassen, Alter? Ich habe gelernt, mit sehr wenig Besitz klarzukommen und vor allem die kleinen Dinge des Lebens wertzuschätzen. Jetzt gibt's erstmal Frühstück, Buchstabensuppe und Instant-Nudeln. Nudelsuppe, beste, Mann. Punkt 2, Problembewältigungen und Herausforderungen. Auf meiner Reise gehört es zum täglich Brot, mit unvorhersehbaren Ereignissen und Problemen umzugehen und mit schwierigen Bedingungen klarzukommen. Das beste Beispiel hierfür ist wohl das Wetter. Auf meinem Fahrrad und in meinem Zelt bin ich dem Wetter einfach schutzlos ausgeliefert. Und mir bleibt nichts anderes übrig, dieses einfach zu akzeptieren
und das Beste aus der Situation zu machen. Das sagt sich jetzt erstmal leichter als getan, war anfangs auch wirklich schwierig. Ja, es pisst mich nur noch an, das Wetter, es ist echt... Das kann doch nicht sein. Aber mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut. Ich habe gelernt, dass ich das nicht beeinflussen kann und es somit einfach nichts bringt, sich davon runterziehen zu lassen. Ich versuche immer, das Positive aus der Situation rauszuziehen. Zum Beispiel ist bei Regen deutlich weniger los auf den Straßen und es herrscht eine sehr mystische, unnatürliche Stimmung. Ganz anders als bei Sonnenschein. Außerdem muss ich ständig in Bewegung bleiben, damit mir nicht kalt wird und somit komme ich viel schneller voran. Wenn es richtig kalt ist und es sogar schneit, muss ich mich zwar echt warm einpacken, vor allem nachts, aber so eine weiße Winterlandschaft ist schon nochmal was ganz Besonderes und wirklich anders als im Sommer. Einfach traumhaft schön. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich Wind. Mit Wind, speziell Gegenwind, komme ich immer noch nicht so richtig klar. Und der bringt mich teilweise wirklich zum Ausrasten. Tot, Alter, tot! Natürlich gibt es noch viele andere Probleme als Wetter auf einer Radreise. Zum Beispiel geht irgendwas kaputt am Fahrrad, ich finde nicht rechtzeitig einen guten Schlafplatz oder bin verletzt und auf ärztliche Hilfe angewiesen. Ich sehe solche Probleme aber mittlerweile eher als Herausforderungen, die wirklich wichtig sind, damit mir nicht langweilig wird. Natürlich bin ich aber keine Maschine, sondern auch nur ein Mensch mit Emotionen. Dementsprechend geht's auch mir mal schlecht, ich fühle mich auch mal einsam und natürlich gibt's Tage, an denen habe ich einfach keinen Bock zu fahren. Alter, ich will ins Bett. Ja, ich habe auch gar keinen Bock mehr zu filmen, Alter. Tschüss, bis morgen. Das ist vollkommen menschlich und das wäre auch komisch, wenn das nicht so wäre. Egal was du machst, es wird immer solche Phasen geben. Wobei es mich schon ein bisschen traurig macht, weil ich vorhin meine Freunde Video gecallt habe und klar, nach einem halben Jahr jetzt vermisse ich die schon langsam. Wichtig ist nur zu wissen und sich bewusst zu sein, dass auf jeden Tiefpunkt wieder ein Höhepunkt folgen wird. Drittens, Privilegien und Dankbarkeit. Bis ich mit meiner Reise angefangen habe, fand ich es ehrlich gesagt gar nicht so cool, in Deutschland aufgewachsen und geboren zu sein. Ich fand die Regierung ziemlich bescheiden, die Natur vor meiner Haustür war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei und die Menschen ein bisschen verbittert und nicht so herzlich, nicht so offen. Diese Ansicht hat sich aber vor allem beim Reisen in den ärmeren Ländern komplett verändert. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass du dich als Mensch auf dieser Erde wirklich sehr, sehr, sehr glücklich schätzen kannst, wenn du in Deutschland geboren bist. Da gibt es wirklich nicht viele Länder, wo du besser dran bist. Nur durch dieses Privileg kann ich überhaupt jetzt hier in der Türkei sitzen, fast alle Länder der Welt bereisen und muss mir nicht mal großartig Geldsorgen machen, weil es fast überall billiger ist als in Deutschland. Also es ist finanziell auch kein Ding der Unmöglichkeit. In Deutschland geht es uns wirklich sehr, sehr gut. Leider vergisst man das ziemlich schnell, wenn man nicht weiß, wie es in anderen Ländern auf dieser Welt so läuft. Mama, Papa, danke, dass ihr mich gezeugt habt. Und das auch noch in Deutschland, ey, das darf man nicht vergessen. Was viel Besseres kann hier nicht passieren, ey. Das ist die pure Dankbarkeit hier. Das heißt natürlich nicht, dass es dir in Deutschland nicht schlecht gehen darf oder kann, aber eine kleine Portion Dankbarkeit sollte einem wirklich jeden Tag bewusst sein. 4. Menschen und Geschichten. Auf meiner Reise wurde ich immer wieder vor bestimmten Ländern oder Regionen gewarnt, dass es dort denn gefährlich sei, wilde, aggressive Tiere gibt oder ich von den Menschen dort ausgeraubt werde und ich dementsprechend sehr gut aufpassen sollte. Das waren Fahrradreisende, die haben dann gesagt, ja, geht auf keinen Fall in Kosovo, Serbien ist voll okay, aber geht auf keinen Fall in Kosovo, wenn euch eure Organe lieb sind. Das hat mir am Anfang der Reise natürlich schon ein bisschen Angst gemacht. Mittlerweile habe ich aber gelernt, ich vertraue nur meinen engsten Vertrauenspersonen und sonst wirklich niemanden. Es wird einfach unglaublich viel Scheiße gelabert, vor allem im Internet. Und deswegen glaube ich erstmal nichts, bevor ich es nicht am eigenen Leib erfahren habe. Bewahrheitet hat sich von den ganzen Warnungen und Geschichten bisher übrigens nichts. Wirklich ausnahmslos jeder Mensch, den ich auf dieser Reise getroffen habe, war freundlich zu mir. Oder zumindest nicht aggressiv. Vor allem in den ärmeren Ländern durfte ich eine unglaubliche Gastfreundschaft erfahren. Das ist nicht mit höher entwickelten Staaten zu vergleichen, wie zum Beispiel Deutschland oder Norwegen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass mir diese Naivität vielleicht irgendwann doch zum Verhängnis wird, da mich vor allem die etwas unsicheren und unkonventionellen Länder besonders reizen. Aber sollte eben irgendwann mal was passieren, dann ist es nun mal so. Ich lebe mein Leben so, wie ich es leben will und ein kleines Restrisiko gehört da eben dazu. All diese Punkte führen dazu, dass ich deutlich ausgeglichener, selbstbewusster und glücklicher geworden bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich den Lebensstil gefunden habe, der mich erfüllt
und vor allem, dass ich die Möglichkeit habe, diesen auch zu leben. Boah, was ein sentimentales Gelaber hier eigentlich. Was ist mit mir passiert? Aber das ist das Video, so ist es, Leute, so ist es. Und die Moral von der Geschichte: Leute, geht raus, macht das, worauf ihr Bock habt und was euch erfüllt. Wo ein Wille, da auch ein Weg. Es ist alles möglich, wenn man es wirklich will. In diesem Sinne, Fuß geht raus, euer Danny. Asien next.